Hallihallo! Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen bei Andrea Kutsch, die Pferde auf einer wissenschaftlichen Basis trainiert. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute da seid. Und ich habe eine schöne Grundlagenidee für mein erstes Video seit langer Zeit. Und zwar will ich euch mitnehmen auf die Reise in EBC, was die ganzen Grundlagen sind, damit ihr ganz viel lernen könnt und das mit nach Hause nehmen könnt in das Training eurer Pferde. Und let's get into it. Wir sprechen als allererstes heute einmal über das, was EBC eigentlich ist und das, was Evidence-Based Equine Communication eigentlich bedeutet und wie ihr das in euer Training mit Pferden einbauen könnt. Und ihr wisst, wir haben die Andrea Kutscher Akademie, also sprich eine staatlich anerkannte Hochschule gegründet und haben dort eine wissenschaftlich basierte Trainingsmethode für Pferde entwickelt, weil mein persönliches Ziel war, Pferden alles so stressfrei und angstfrei wie eben möglich beibringen zu können. Und dafür brauchten wir natürlich eins, nämlich ganz, ganz unbedingt wissenschaftliche Forschungen und Untersuchungen, damit wir überhaupt mal sagen können, wie sieht eigentlich stressfreies Pferdetraining aus und wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Wie können wir denn sagen, mein Pferd hat keinen Stress? Und dafür haben wir in der Hochschule Studien angefertigt. Und das durfte ich jahrelang im Gestüt von Paul Schockemöhle machen in der Lewitz. Über 6 Jahre habe ich dort Studien angefertigt und geforscht. Und das war eine mega spannende Zeit. Und davon profitiert ihr heute. Und in meiner jetzt neuen YouTube-Serie reden wir darüber. Und ich gebe euch ganz viele Tipps und Tricks. Diese Folie hier, das lese ich mit euch zusammen. Falls ihr es jetzt nicht so gut lesen könnt, macht gar nichts. Aber ich erkläre erstmal, was wir überhaupt gemacht haben und was eigentlich eine Methode ist, damit wir überhaupt mal eine Grundlage haben für alle weiteren Videos. Es kommt jede Woche ein neues Video und ich nehme euch mit auf die ganze Reise. Also sprich, was ist eine Methode? Pferde leistungsfähig, sicher, zielführend und pferdezentrisch trainieren. Das war das Ziel, als ich meine eigene staatlich anerkannte Hochschule gegründet habe und Paul Schockemöhle so nett war und mir sein ganzes Pferdematerial zur Verfügung gestellt hat, sodass ich über 4000 Pferde hatte, mit denen ich Forschung betreiben konnte, wie man mit den Pferden am besten kommuniziert und wie sie lernen, wie ihr Gehirn funktioniert, wie wir sie am besten trainieren und ausbilden können. Evidence-Based Equine Communication ist daraus entstanden. EBEC, die Abkürzung, ist eine Methode und das bedeutet, es ist ein wissenschaftlich untersuchter Weg, ein Ziel zu erreichen. Egal welches Trainingsziel ihr also in die EBEC-Pyramide ganz oben setzt, und die EBEC-Pyramide erkläre ich gleich auf der nächsten Folie, ihr habt mit EBEC einen Weg, um ein Ziel mit euren Pferden zu erreichen. Das kann sein, dass das Pferd mit euch spazieren geht. Das kann sein, dass ein junges Sportpferd angeritten werden soll, dass ein Problem korrigiert werden soll, dass ihr dem Pferd überhaupt irgendwas beibringen wollt. Ja? Also ganz egal was. Und vor allen Dingen aber auch ein Problemverhalten so korrigieren könnt, dass keine Schwierigkeiten auftauchen und vor allen Dingen euer Pferd so wenig Angst wie möglich haben muss in Training und Ausbildung. Ihr habt mit EBC einen Weg, um ein Ziel mit euren Pferden zu erreichen. EBC hat damit ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal in der Welt des Pferdetrainings und der Pferdekommunikation. Wir sind die Einzigen, auch wenn viele da draußen sagen, oh ja, ich nutze auch wissenschaftliche Ergebnisse. Das ist dann, dass man mal eine Studie gelesen hat oder auch 10 und das versucht irgendwie in sein Training einzubetten. Das ist das, was die meisten dann versuchen. Aber wir haben jahrelang geforscht, um nämlich eine wirkliche Methode zu entwickeln. Und dafür erkläre ich euch einmal ganz kurz, was eigentlich der Methodenbegriff bedeutet. Also wir verwenden den Methodenbegriff für die Vorgehensweisen, um euer Pferd in seinem Gehirn zu erreichen und dem Pferd eure Ziele vermitteln zu können. Denn grundsätzlich hat ja das Pferd erstmal keine angeborene Motivation, die Dinge zu tun, um die wir es bitten. Springen, rennen, geritten werden und vieles mehr. Es bringt ihm zunächst mal evolutionär betrachtet nichts, das zu tun. Da war ja jetzt keine Großmutter in der Historie des Pferdes, die da gesagt hat, ey klar, wenn die den Sattel drauflegen, dann einfach machen, was die sagen, hast du nie ein Problem.
So, das gab es ja evolutionär betrachtet nicht. Evolutionär betrachtet heißt es, vor anderen Pferden weglaufen. Evolutionär betrachtet heißt es, sich in der Herde zusammenzuschließen, sicher zu sein in der Herde, sozial miteinander zu sein, wie man Nahrung aufnimmt, wie man überlebt, wie man sich fortpflanzt. Das sind die evolutionär veranlagten Eigenschaften, die das Pferd hat. Die sind angeboren, ungelernt. Aber das Pferd hat keine angeborene Disposition, Reiten, Rennen, Springen, blablabla. Aber the good news, ihr könnt sie ihnen alles beibringen, weil sie machen es für uns, wenn wir ihnen keine Angst machen. Das Allerwichtigste, die höchste Motivation des Pferdes ist die Abwesenheit von Angst. Okay, das ist das Allerwichtigste, dass wir das sicherstellen. Und das könnt ihr mit EBEC, wenn ihr das anwendet. Das heißt also, wir können diese Motivation auch für uns all diese Sachen zu machen, die wir wollen, die das Pferd macht, durch das Anwenden der EBEC-Methode, durch die gesicherte Abwesenheit von Angst im Pferd aktivieren. Und dann haben die eine intrinsische Motivation für uns, was zu machen. Also wo die richtig Lust und Bock und Spaß haben, mit uns etwas zu unternehmen, nämlich wir müssen es ihnen beibringen. Und wie wir es ihnen beibringen, das könnt ihr mit EBEC echt so cool zu Hause machen. Eine Methode, und jetzt kommt zu dem, was ich eben schon gesagt habe, was der Unterschied ist zu vielen anderen, die Pferde irgendwie trainieren und auch wissenschaftliche Maßnahmen zugrunde legen. Eine Methode beschreibt immer die ganze Reise. Also die EBC-Pyramide, die ist daraus entstanden, kommt gleich, nächste Folie. Sie garantiert ein zielgerichtetes und reflektierendes Vorgehen. Es ist eine bewusst und geplant eingesetzte, bereits erprobte und wissenschaftlich untersuchte Handlungsweise, mit der ein bestimmtes Trainingsziel mit dem Pferd erreicht werden soll. Methoden sind also planmäßig angewandte, begründete Vorgehensweisen zur Erreichung von festgelegten Zielen. So, und das bedeutet, wenn wir das machen und ihr das zielgerichtet einsetzt, dann könnt ihr Pferde eben halt ganz ruhig ausbilden. Soll ich mal was sagen? Ich glaube, dass ich EBC nur deshalb entwickelt habe und eine Methode entwickelt habe und überhaupt nur deshalb mir so eine wahnsinnige Mühe gegeben habe, vom Pferdeflüstern über wissenschaftliche Arbeit, Gründung einer Hochschule und jetzt das Vermitteln von dieser Methode, dass ich mir nur diese Mühe gemacht habe, weil ich A, gelitten habe, so viele Problempferde auf der Welt zu sehen, weil wir haben ja immer nur Probleme kuriert als Pferdeflüsterer und das war irgendwann natürlich keine Motivation mehr, irgendein Problem zu korrigieren, weil irgendwann habe ich natürlich gedacht, warte mal, wir müssen an die Quelle. Wo ist ja die Quelle für diese ganzen Schwierigkeiten, die die Pferde haben? Weil geboren, angeboren sind die ja irgendwie nicht. Ich mache keine Hänger oder so irgendwie. Das kam mir immer irgendwie komisch vor. Und darum ist natürlich auch noch wahrscheinlich eine große Motivation von mir gewesen, dass ich vor steigendem, bockenden, schlagendem, beißendem Pferden viel zu viel Angst habe. Ja, darf man haben. Ich habe die Pferde damit durchkommen lassen. Aber das hat natürlich nicht unbedingt die Situation verbessert. Also all das war die Motivation. Also the good news, es gibt keine Problempferde oder keine Situationen mehr, in denen ihr aller Pferdeflüsterer Pferde rumjagen wollt, Pferde irgendwo rumtreiben wollt, steigende Pferde an der Hand haben wollt und dann Werkzeuge dafür von mir verkauft bekommt, um das zu korrigieren. Nope. Die Lösung seid ihr selber. Und die Anwendung der Methode, und jetzt ihr euch vielleicht die Mühe auch macht, das zu lernen. Was haben wir also gemacht? Wie ist das entstanden? Wir haben also Pferde auf den Prüfstand gestellt, wenn man so will. Zusammen mit 3 Partnerhochschulen, mit der Tiermedizinischen Fakultät in Zürich, der Europa-Universität Viadrina und der Freien Universität Berlin. Das waren meine Partnerhochschulen. In Bad Saro hatte ich dann meinen eigenen Campus. Den Studiengang biete ich heute dort nicht mehr an. Aber warum nicht? Weil ich die Essenz nach jahrelangen Forschung mitgenommen habe und gesagt habe, okay, jetzt muss es in die Welt. Und das machen wir am besten über Seminare, dass wir sie zeigen, dass wir Pferde trainieren und ausbilden. Pferde sind also auf dem Prüfstand gewesen, hier aus der Tiermedizinischen Fakultät in Zürich, Professor Weishauptenbild. Pferde werden dann trainiert, auf Laufbändern zu gehen. Dann kann man gleichzeitig hier die Respirationsrate nehmen, man kann den Herzschlag kontrollieren, man kann gucken, was ist eine sportliche Anstrengung und wo kann man messen, wenn Angst im Pferd ist. Wie kann man das erkennen? Ja, wenn ihr meiner Serie hier weiter folgt, dann gibt es ganz, ganz
coole Ethogramme, geskribbelte, und die zeige ich euch auch im Bewegtbild, Möglichkeiten, wie ihr erkennen könnt, ob ein Pferd Angst hat oder nicht und wie überhaupt Körpersprache lesbar wurde. Und auf jeden Fall konnten wir auch eben halt Speichel nehmen. Wir konnten Cortisol dadurch feststellen, also Stresshormone, die entstehen, Adrenalin. Wann ist das eigentlich im Körper? Woran können wir erkennen, wenn das Pferd Furcht hat? Also Neurotransmitter in den Organismus, im Organismus freigesetzt werden, damit wir eben halt immer unter dem Drucklevel, unter der Angst, unter der Besorgnis bleiben können, damit das Pferd einen wachen Geist hat, um lernen zu können. Und wie dieser wache Geist aussieht, darüber reden wir gleich noch mal ganz kurz, da zeige ich auch gleich ein paar Videos, aber erstmal diese eben schon angekündigte EBC-Pyramide. Also, die leitet euch durch ein Training mit einem Pferd immer von unten nach oben. Das heißt also, die physiologischen und psychologischen Bedürfnisse müssen gedeckt sein, also die Basisbedürfnisse für Sicherheit, Gesundheit, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Dann müssen wir mit dem Pferd in eine interspezifische Kommunikation kommen. Das ist die Kommunikation zwischen zwei Spezies. Also wir sind ja ein anderes Lebewesen als ein Pferd. Daran scheitern auch die ganzen Vorgehensweisen der Pferdeflüsterer, weil die eben halt probiert haben, praktisch das Pferd zu kopieren, also intraspezifisch. Ich werde zur Leitstute und solche Sachen. Das hat sich wissenschaftlich nicht bestätigt. Das ist so. Und dann wenden wir die korrekten pferdezentrischen Lerntheorien an. Zu all dem mache ich euch Videos. Eine Folge nach der anderen. Jede Woche ein neues Video. Also nicht vergessen, subscribe, like, die Glocke anmachen und allem drum und dran, damit ihr ja kein Video verpasst. Und dann kriegt ihr hier sozusagen die gesamte Essenz, mit der ihr mal anfangen könnt, die bei euren Pferden einzusetzen. Und dann haben wir natürlich, müssen wir üben, eine klare Zielsetzung zu haben. Wie sieht das aus? Um dann das Ergebnis zu erzielen, also das, was ich hier oben reinschreibe, das kann sein, mein Pferd soll in den Anhänger gehen, mein Pferd soll den Sattel tragen, mein Pferd soll Gamaschen erlernen, mein Pferd soll alleine an Kühen vorbeigehen mit mir durch den Wald oder wie auch immer. Je nachdem, was ihr hier oben reinschreibt, die EBC-Pyramide leitet euch von unten nach oben. So, was heißt die erste Stufe der EBC-Pyramide? Und nur über die rede ich heute. Im nächsten Video gehen wir dann in die zweite Stufe, nämlich in die Kommunikation mit dem Pferd. Also, was zählt in diese erste Stufe der EBC-Pyramide? Hierzu zählt die Erfüllung aller Grundbedürfnisse. Man könnte ein bisschen die Maslow'sche Bedürfnishierarchie unter diese erste Stufe legen. Also, was wollen wir im Pferd? Wir wollen, dass diese ganzen alten, hergebrachten Vorgehensweisen, ne, in denen man noch so gesagt hat, dass man die Pferde müde machen soll oder dass man die ablongieren soll, bis sie die Angst verlieren und ja, vor allen Dingen müde oder eben nichts zu essen oder ganz dünn abgemagert lassen, ja, damit, wenn man die anreitet, dann haben die nicht so viel Kraft. Das sind so Sachen, die man ja immer wieder gehört hat früher. Don't do it. Don't even think about it. Weil die Pferde müssen total stark sein, die müssen eine regulierte Atmung haben, ruhig sein, die müssen Wasser getrunken haben, gute Nahrung, Schlaf, eine hormonelle Balance. Also ich sag mal hormonelle Balance, was bedeutet denn das überhaupt? Ja, wenn ich jetzt einen Hengst habe, der neben Stuten steht und das nicht kann und immer nur aufgeregt an Fortpflanzung denkt, den brauche ich jetzt nicht in einen Longierzirkel packen und der schreit da rum und wiehert und so und jetzt mache ich den müde mit der Warmpeitsche und an der Longe ohne Ende, damit ich dann aufsteigen kann. Der Lerneffekt kann vielleicht eintreten, aber ihr seid in Try and Error. Versuch und Irrtum, kann sein, dass es schief geht. Und dann hat man auch keinen Einfluss, was er lernt. Das heißt, das Pferd muss also total ruhig sein, happy. Und wie das aussieht im Video und im Bewegtbild, das zeige ich euch natürlich. Der soll also ein hohes Sicherheitsgefühl haben, Angstfreiheit, eine bekannte Umgebung, bekannte Trainer, ja, sorgenfrei sein. Und wie ihr das im Pferd erkennen könnt, zeige ich euch. Die sozialen Bedürfnisse müssen gestillt sein. Es sind Herdentiere, ja, die wollen gerne mit Kumpels sein. Also sieht man hier in dem Video jetzt zum Beispiel, wenn die also mit ihren Freunden zusammen sein können und wollen, das ist hier, sind zwei total ausgeglichene Hengste, ja, die sind total friedlich miteinander, die kennen sich, die haben Spaß, die spielen ein bisschen miteinander, ein bisschen Kräfte messen und so. Und das heißt also, das sind coole soziale Bedürfnisse, die ich hier stillen kann.
Und wenn ich die jetzt trenne und die jetzt alleine sein sollen, das Pferd soll alleine sein, um mit mir zusammen zu arbeiten, dann muss ich eben halt auch dem Pferd beibringen, alleine zu sein. Wie das geht, das erzähle ich euch natürlich alles. Und Persönlichkeitsfreiheit, Sicherheit durch individuelle Eigenschaften, dass man die auch akzeptiert, ja, weil jedes Pferd ist anders und mit denen muss man ein bisschen anders umgehen. Die Methode bleibt ja die gleiche, darum ist mit der Anwendung der EBC-Methode auch total egal, was euer Pferd für eine Abstammung hat, wie das heißt, warum der angeblich von der Großvater, der denkt, so, das haben die alle und oh, ist ein sowieso, ui, da muss man aufpassen, die sind alle schwierig oder so. Damit müsst ihr aufpassen mit solchen Aussagen, weil wenn ihr die Vorgehensweise richtig am Start habt, dann ist das kein Thema, weil dann könnt ihr mit sensiblen, nicht so sensiblen und weiß ja gar was umgehen. Das heißt, ihr lasst diese Persönlichkeitsfreiheit dem Pferd. Wie das geht, kommt natürlich in kommenden Videos. So, beim wildlebenden Mustang sieht zum Beispiel so ein Status von Stufe 1 der EBC-Pyramide ist gedenkt ungefähr so aus. Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nämlich total ruhige Pferde. Hier haben die ein bisschen Disput und ein bisschen Dialog miteinander. Hey, geh du mal weg. Nee, geh du doch weg. Ja, ich gehe ja schon. Die zwei hier oben sind meine Lieblingskumpels, ne? Die so, was ist denn los da unten? Total süß. Der ratzt schön Backward Attention, horcht da ein bisschen hin, guckt sich das an. Also das sind, würde ich mal sagen, Happy Horses in the Wild. Und so einen Status wollt ihr haben im Pferden. Der sieht natürlich bei einem Sportpferd, was wir trainieren, dann ein bisschen anders aus, ja, also klar. Und das ist jetzt ein Pferd, was zum Beispiel das erste Mal irgendwo geführt wird mit einem Sattel. Das ist jetzt ein Sportpferd, was angeritten wird. Erster Sattel, wird ein bisschen geführt, lernt das mal kennen. Der fühlt sich wohl, ne? Die EBC-Trainer, wir zertifizieren Trainer übrigens, falls ihr es richtig lernen wollt. Und hier sind die Lea Christine und Svenja. Svenja ist zertifizierter EBC-Trainer in Berlin. Aber auf jeden Fall hier, oder im Moment, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt, ob sie dann da noch ist, aber auf jeden Fall zu heute. So, und so sieht eben halt ein ganz ruhiges Pferd aus, ne? Wache Ohren, wache Augen, wacher Kopf. Hier ist ein Pferd. Ich meine, das sind 2-jährige oder 3-jährige, 4-jährige teilweise, je nachdem, wann der Besitzer möchte, wann die angefangen werden. Das wird das erste Mal oder zweite Mal jetzt mit dem Sattel vom Stall oben in der Stallgasse gesattelt und wird jetzt in den Longierzirkel geführt. Schönes Ohrenspiel, Backward Attention, guckt ein bisschen auf den Sattel. Hier wird nicht gezogen, nicht geschrien. Das ist Lea Christine wieder, freut sich. Und daran erkennt ihr auch, da ist die Stufe 1 der EBC-Pyramide gegeben. Ne? Gut gefütterte Happy Horses, die kein Problem haben, wach und aufmerksam sind. Hier an der Reithalle vorbeigehen, spannend. Ja, die Halslinie geht ein bisschen hoch, da sieht man dann schon, da guckt er, was aufregend, ne? Was machen wir denn heute? Und die Wachheit wollt ihr haben, ne? Dass die Pferde mitmachen, dass sie Lust haben mitzuarbeiten. Und jetzt geht es da in den Longierzirkel und da wird er irgendwelche Dinge dann lernen. Und das Wichtigste ist eben, dass man hier wirklich deutlich erkennen kann, dass es hellwach, das Pferd, aber es hat keine Angst, es ist nicht müde, es ist gut gefüttert und es hat totales Vertrauen in seinen Trainer. Cool. So, dann käme ja nach der Stufe 1 der EBC-Pyramide die nächste, nämlich die Kommunikation mit den Pferden. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Und das ist nämlich das Topic für der nächsten Woche. Also, please, like, subscribe, comment, share und hit the bell, damit ihr kein Video verpasst. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt über EBC oder weitere Informationen über die Andrea Kutsch Akademie, dann könnt ihr natürlich auch auf unsere Webseite gehen. Und ich freue mich ganz doll, dass ihr hier seid und bis zum nächsten Video. Eure Andrea Kutsch. Tschüss.